Herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Eine neue Nachricht aus meinem Herzen will zu dir. Es ist mir so ein unglaublich großes Anliegen, dir Klarheit zu verhelfen, zu bekommen über was hier im Moment in dieser Zeit gerade passiert und worauf es wirklich im Kern ankommt und dass das, was passiert, unfassbar positiv ist. Auch wenn es für die physischen Augen und für die ganze Wahrnehmung, die du bisher gewohnt bist zu nützen, sehr schwierig ist. Es ist einfach jetzt an der Zeit, sich wirklich klar zu werden, dass über Jahrtausende eine Bewusstseinsverdrehung stattgefunden hat hier auf der Erde, wodurch wir diese Schwierigkeiten und aber auch also diese Trennung zu unserem geistigen Wesen so stark haben erfahren können und dadurch auch natürlich Dinge entwickeln konnten, die wir ohne das nicht hätten entwickeln können. Und zwar diese ganz kerngroße Verdrehung hängt damit zusammen, dass wir gelernt haben in unserer Society, dass die Realität außerhalb von unserer Wahrnehmung ist und wir getrennt von allem wären, was ist. Aber tatsächlich ist das genau das Gegenteil der Fall. Die sogenannte äußere, und heute sind die Wissenschaftler draufgekommen, dass es die sogenannte Erde gar nicht gibt, im Grunde genommen. Ja, in der Wissenschaft sind sie jetzt an vielen Stellen auf diese Realität gestoßen. Das, was hier passiert, ist eine Reflexion unseres eigenen Bewusstseins. Und mit unserem Körper- und Verstandeskomplex, den wir durch eine sogenannte Geburt im Körper erhalten und den wir auch wieder ablegen bei dem sogenannten Tod, machen wir als vollkommenes Bewusstsein Erfahrungen. Und zwar die Erfahrung, dass das Bewusstsein, was wir in diesem Verstandes-Körperkomplex haben, sich mit einem phasenverschobenen Spiegel, wie ein phasenverschobener Spiegel, ja, wir haben Phase und wenn der verschoben ist, ist er nicht ein direkter Spiegel, sondern ich strecke die Zunge in den Spiegel raus und jetzt hat es eine gewisse Phasenverschiebung, also es braucht Zeit und bis der Spiegel mir die Zunge zurück rausstreckt. Und das ist, was wir Realität sagen. Das heißt, mein Bewusstsein ist das, was in den Spiegel schaut und der Spiegel zeigt mir mein Bewusstsein zurück. Das heißt, jede einzelne Erfahrung, die du jetzt in deinem Leben wahrnimmst, ist eine Zeit zurück, deine eigene, absolut sichere Expectations, Erwartungen an das Leben. Wenn ich dich jetzt frage, schaue in dein Leben, ist das irgendwie etwas anderes zu sehen als das, was du erwartest? Und schau das mal ganz ehrlich an. Erfährst du etwas anderes als das, von dem nicht unbedingt, was du möchtest, aber was du erwartest? Denn das, was du erwartest, ist das, was dir dein Leben spiegelt. Und der entscheidende Bewusstseinsschritt ist, dass wir erkennen, wir sind nicht Opfer dieser Außenwelt, sondern unser Bewusstsein erschafft das. Das heißt, wenn wir Frieden, Freiheit, Freude, Leichtigkeit erleben und erfahren wollen in unserem Leben, müssen wir eine neue Erwartung erschaffen, müssen wir neu denken, müssen wir ein neues Bewusstsein erschaffen, müssen wir zum Beispiel unsere alten Erwartungen und Glaubenssätze loslassen und überhaupt erstmal die neuen erschaffen. Als ich 2020 in einer Meditation war, waren die Plejaden bei mir und haben mir gesagt, Katharina, Anastasia war da noch nicht. Es ist an dir, die neue Erde zu erschaffen.
Es ist an dir, das Paradies auf der Erde zu erschaffen. Es muss in dir sein als erstes, dann wirst du es als Reflexion außen sehen können. Heute bin ich in Kontakt mit Millionen von Menschen, die miteinander meditieren, die miteinander, und zwar physisch kommen Millionen Menschen zusammen, die sich gegenseitig helfen, dass über 180 Länder auf der Welt geht, wo unvorstellbare Dinge in allen Bereichen des Lebens passieren. Zum Beispiel, das ist eine Reflexion von meinem eigenen Bewusstsein, dass ich damals, 2020, mir mein Leben und meine Expectations, meine Erwartungen an mein Leben angeschaut habe, ich gedacht, oh, da war ja Covid und all diese Sachen. Natürlich habe ich gesehen, sage ich mal, dass es eine Fake-Geschichte ist, aber trotz allem, das war ja alles in mir. Meine innere Stimme, der ich folge, von der ich meinen heutigen Weg geleitet werde. Meine innere Stimme ist mein geistiges Wesen, was durch mich hindurch spricht und was auch hier den Podcast macht. Hat mir danach immer wieder gezeigt, du, Covid existiert nicht. Es ist in deiner Vorstellung. Und ich muss dir ganz ehrlich gestehen, ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich das verstanden habe. Ich wurde von innen geführt, dass das eine Reflexion ist. Und dann habe ich auch mehr und mehr Menschen gefunden, die das leben, sagen. Also bis in die vedischen Schriften hinein ist das in der Bhagavad Gita zum Beispiel schon Thema gewesen. Und das ist ein altes Wissen und das ist das Wissen, das universelle Wissen. Wir haben ja viele verschiedene Arten von Wissen. Wir haben Religionen, die gehen noch gegeneinander zum Beispiel. Das kann ja nicht eigentlich sein. Ja? Bewusstsein, Wissen, Bewusstsein. Oneness. Oneness gehört auf der einen Seite dazu. Oneness bedeutet, dass wir alle in uns das göttliche Bewusstsein haben. Und das ist der Teil, der weder geboren werden kann, noch sterben kann. Und der alles schlussendlich trotz allem in unserem Leben regelt, egal was wir anstellen. Und wir haben eine Identifikation mit einer Rolle am Körper, am Verstand, mit dem wir die Bewusstseinserfahrungen auf der Erde machen. Der Kernpunkt ist der, dass du verstehst, dass genauso wenig wie du die Rolle bist, die du im Leben spielst, außen die Realität ist, die auf dich einwirkt und wo du nichts tun kannst. Die Realität ist, du bist göttliches Bewusstsein und göttliches Bewusstsein ist in allem, was ist. Damit bist du verbunden mit allem, was ist, ein Teil von allem, was ist, wie eine Welle im Ozean. Und dein Bewusstsein, das heißt das, was deine Gedanken, Gefühle in dir sind, die selbstverständlich in dir leben, ist das, was du um dich herum siehst. Wenn wir diesen Schritt nach innen nicht machen und uns fragen, was ist es, was wir wirklich in der Welt sehen wollen und diesen Schöpfer in uns aktivieren, der sagt, okay, ich kann alles realisieren auf der Erde. Wenn wir diesen Schritt nicht machen, sind wir Opfer der Umstände oder aber wir fangen an, ein Leben zu erschaffen, was schöner nicht sein kann. Ich selber lebe bereits im Paradies. Ich bin hierher geführt worden. Ich musste dazu alles, was ich damals gemacht habe, loslassen in Europa. Mein Mann ist mitgekommen. Und seit einigen Jahren, seit 5 Jahren leben wir hier in Asien. Und ich habe mich dazu entschlossen, restlos und vollkommen alles, was ich tue, für Service to Others, also für andere Menschen zu schenken, zu geben, mein Sein zu öffnen und dieses göttliche Bewusstsein durch mich hindurch zu lassen und zu geben. Und seitdem ich so lebe und ausschließlich meiner inneren Führung, meiner inneren Stimme folge, ist mein Leben so unbeschreiblich voller Segen,
Schönheit, Leichtigkeit, Lebendigkeit und Wundern. Und ich merke, dass alles in mir immer größere Bewegungen macht, sodass wirklich auf der ganzen Erde das, was wir wirklich sind, sich befreit und damit auf der ganzen Erde die Erde entsteht, die ich wirklich haben will. Denn ich will eine Erde haben, wo pure Liebe an oberster Stelle steht, wo die Angeschlossenheit an das Unsterbliche, was jeder ist, zentral steht und damit auch der Zugang zum universellen Wissen für jeden in sich selbst direkt anzuzapfen ist und wo ein gigantisches, freudiges Potenzial über die ganze Erde geht, weil die Menschen nicht mehr im Überlebensmodus unterwegs sind, sondern ihre ganze Kreativität, ihre ganze Leichtigkeit entfalten, verstanden haben, dass Reichtum und Fülle etwas ist im Bewusstsein und nicht eine Frage von Tun und sich sozusagen zerwurksen, um irgendwas hinzubekommen, was man nicht wirklich machen möchte. Und Frieden und Miteinander wirklich Selbstverständlichkeit ist. Aber das sind meine eigenen und deine eigenen Prozesse in dir selber. Ein altes System in dir abzuschmeißen, loszuwerfen, wegzuwerfen, zu entlassen, zu registrieren und wie auch zu registrieren, wie viel an Misery, an Schwierigkeiten in deinem Leben einfach nur dadurch kommt, dass dein Verstand ohne ihn zu fragen, einfach alles negative Zeug in dir laut vor sich hinredet. Es ist so unbedingt notwendig, das zu verstehen, dass es nicht einen einzigen Grund gibt, um sich Sorgen zu machen, Angst zu haben oder in irgendeiner Form in das hinein zu verfallen, was vielleicht viele Menschen auf der Erde noch gerne denken wollen, sondern sich wirklich davon absolut unabhängig zu machen. Also ich kann diesen inneren Weg nicht gehen, wenn ich noch denke, was würden andere von mir denken. Es muss dir vollkommen egal sein. Und den Shift in dir machen, dass du merkst, okay, wenn ich sicher in mir bin, dann unterstützen mich die Menschen nur drumherum. Wenn ich noch unsicher bin und an mich nicht glaube und nicht glauben kann, dass ich die Kraft in mir habe, alles zu verändern, dann wird mir das gespiegelt, wenn ich anfange, Sicherheit zu haben in mir selber. Und das muss ich blind für mich entscheiden, dass ich mich für mich entscheide und von innen Neues erschaffe. Dreht sich und wendet sich alles. Und wenn du erstmal siehst, wie das tatsächlich Realität ist, dass das, was aus dir herauskommt, sich direkt spiegelt, ja? Schau einfach klar in dein Leben, wie ich vorhin schon gesagt habe. Schau einfach ehrlich rein. Es wird dir nichts als Realität, sogenannte Realität um dich herum begegnen, von dem du nicht sicher ausgehst, dass es genau so ist und ja, dass es deine Erwartung ist. Wie gesagt, ohne ob du das haben willst oder nicht haben willst. Ja, und hier ist die Arbeit. Aber hier liegt auch aller Segen und alle Freude. Jede Situation, die dir jetzt im Außen begegnet, wo du bisher in diesem Video gehört hast, nehme als die Sprache deines eigenen Bewusstseins, was mit dir reden und kommunizieren möchte und dir sagen möchte, wo sind Erwartungen, Glaubenssätze, Gedanken in dir zu verwandeln, loszulassen, zu verändern, so dass deine Realität sich im Außen im phasenverschobenen Spiegel ändern kann. Das ist es, worauf es ankommt. Und ich kann dir nur sagen, der Segen ist mit Worten nicht auszudrücken, wo du in deinem Bewusstsein, in dieses göttliche Bewusstsein, in den Schöpfer in dir trittst und siehst, dass alles verbunden ist, alles du ist, alles dich spiegelt. Jeder einzelne Mensch ist ein Anteil von dir, nicht der Doofe draußen. Hier entsteht Frieden. Hier entsteht das, wofür du hier inkarniert hast, auf dieser Erde.
Ich freue mich von ganzem Herzen, falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dass du dies tust. Ich freue mich unglaublich, wenn du von dir erzählst, wo du gerade selber in deiner eigenen Entwicklung stehst. Und ich freue mich auch, wenn du Fragen an mich hast, dass ich die vielleicht mal einbauen kann. Und ich freue mich, wenn du das weiter verteilst, likest und vielen das zukommen lässt, worauf es wirklich ankommt. Und das nicht der Angst folgendes Thema ist, sondern in deine Kraft kommen. Und dein inneres Wesen dich mit der unfassbarsten Sorgfalt, Konzentration und Liebe in jedem einzelnen Moment begleitet, dass du anfängst zu erkennen, wer du wirklich bist. Unendlich viel Liebe zu dir und ich freue mich auf dich das nächste Mal.